Herzlich willkommen zum Video mit dem Thema Digitale Barrierefreiheit, Grundlagen und Anwendungen im Hochschulkontext. Was bedeutet eigentlich digitale Barrierefreiheit und warum ist sie so wichtig? Digitale Barrierefreiheit bedeutet, dass alle Menschen digitale Angebote gleichberechtigt nutzen können, unabhängig von körperlichen, sensorischen oder kognitiven Voraussetzungen. Ob Website, E-Learning-Plattform, PDF-Dokument oder Präsentation. Digitale Inhalte sollen für alle zugänglich, verständlich und bedienbar sein. Gerade an Hochschulen spielt digitale Barrierefreiheit eine zentrale Rolle. Studierende müssen auf digitale Lernmaterialien wie Präsentationen, Handouts oder Lernvideos, Kommunikationstools wie zum Beispiel Lernmanagementprogramme oder E-Mails und Prüfungsformate gleichberechtigt zugreifen können. Das betrifft nicht nur Studierende mit körperlichen oder sensorischen Beeinträchtigungen, sondern auch viele andere, etwa mit chronischen oder psychischen Erkrankungen, temporären Einschränkungen oder Sprachbarrieren. Grundsätzlich ist eine barrierefreie Lernumgebung aber für alle Studierenden hilfreich. Digitale Barrierefreiheit ist daher ein zentraler Baustein chancengerechter Hochschulen. Barrierefreie digitale Inhalte orientieren sich an 4 zentralen Prinzipien. Das erste Prinzip beinhaltet die Wahrnehmbarkeit. Das bedeutet, dass Informationen so gestaltet sein müssen, dass sie auf verschiedenen Sinneskanälen zugänglich sind. Zum Beispiel Texte sind lesbar, Bilder haben Alternativtexte, Videos Untertitel. Das zweite betrifft die Bedienbarkeit. Alle Inhalte müssen dafür mit der Maus, der Tastatur oder assistiven Technologien nutzbar sein. Im dritten Prinzip geht es um die Verständlichkeit. Die Struktur und Sprache sollten klar, einfach und nachvollziehbar sein. Als letztes ist die Robustheit zu beachten. Um diese zu gewährleisten, müssen digitale Inhalte mit unterschiedlichen Geräten, Programmen und Hilfsmitteln funktionieren. Auch einige Gestaltungsregeln helfen, digitale Inhalte barrierefrei zu gestalten. Die erste Regel bezieht sich auf die Struktur. Nutzen Sie eine nachvollziehbare Struktur mit Absätzen und Überschriften in logischer Hierarchie. Auch eine einheitliche Navigation und wiederkehrende Seitenlayouts helfen, sich digital zurechtzufinden. Außerdem ist es wichtig, auf die korrekten Formatierungen zu achten. Verwenden Sie standardisierte Formatvorlagen statt manuell angepasster Texte. Markieren Sie also Überschriften als solche und formatieren Listen korrekt, damit Inhalte logisch gegliedert sind und mit Screenreadern erfasst werden können. Auch bei der Verwendung der Schrift gibt es Regeln. Nutzen Sie gut lesbare Schriftarten, serifenlose Schriftarten, achten Sie auf ausreichend große Schriftgrößen und vermeiden Sie reine Großschreibung. Bezüglich der Farben gilt es auf starke Kontraste zu achten, zum Beispiel zwischen Text und Hintergrund. Verwenden Sie Farbe außerdem nicht als alleinige Informationsträger, sondern nutzen Sie zusätzlich Symbole, Beschriftungen oder Muster zur Unterscheidung. Versehen Sie Bilder und Grafiken mit Alternativtexten, die beschreiben, was zu sehen ist. Komplexe Grafiken sollten zusätzlich erklärt werden. Die letzte Regel betrifft die Einbettung von Links. Benutzen Sie ansprechende Linktexte wie Anleitung zur Kursstruktur, statt hier klicken. Grundsätzlich ist es hilfreich, bei einer barrierefreien Gestaltung auf das Zwei-Sinne-Prinzip zu achten und zu bedenken, dass Informationen immer über mindestens 2 der 3 unterschiedlichen Sinneskanäle, also Sehen, Hören oder Tasten, wahrnehmbar sind. Digitale Barrierefreiheit ist keine Zusatzaufgabe. Sie ist Bestandteil guter digitaler Lehre. Mithilfe dieser Regeln können wir dazu beitragen, dass alle Studierenden Zugang zum digitalen Hochschulalltag haben. In den Kursinhalten finden Sie viele Checklisten, Tipps und Materialien, um Ihre Lehre barrierefrei zu gestalten. Unter dem Video finden Sie Links, mit denen Sie zu weiteren Kursen zum Thema Barrierefreiheit in der Lehre kommen.